Es gibt Islandreisende, die kommen nur aus einem einzigen Grund auf die Insel, um mit ihrem Allradauto einmal quer durch das berühmte isländische Hochland zu fahren. Ihr habt in meinem Film schon einige Hochlandbilder gesehen, aber noch nicht allzu viele. Ich hoffe mal, dass sich das mit dem heutigen Ausflug ändert. Ich starte an meinem Campingplatz in Höganäs, ohne Anhänger, nur mit dem Auto. Es ist eine Tagestour ohne Übernachtung, Richtung Süden, vorbei an Akureyri. In den letzten 4 Monaten war ich in Island vor allem in den nördlichen Küstengebieten unterwegs. Doch um das Land wirklich zu verstehen, sollte man die riesige Hochebene im Zentrum der Insel zumindest einmal gesehen haben. Sie ist unbewohnt und kann auch nur im Sommer befahren werden. Damit ihr nachvollziehen könnt, wo ich heute unterwegs bin, hier eine Karte. Von meinem Campingplatz aus, vorbei an Akureyri, fahre ich auf die F821. Mein Tagesziel ist es, so weit wie möglich ins Hochland zu fahren. Die ersten 40 Kilometer geht es parallel zum Eyjafjörður, dem längsten Fjord in Island. Dann beginnt sich die Landschaft zu verändern. Es gibt kaum noch Häuser, der Handyempfang wird schlechter und bricht irgendwann ab. Am Straßenrand dann dieses Schild: Wer hier weiterfährt, braucht zwingend Allrad. Berg- und Hochlandstraßen heißen hier F-Roads. Es sind unbefestigte Schotterstraßen, ohne Brücken, und das im wasserreichen Island. Es gibt eine ganze Reihe von F-Straßen, die in oder durch das Hochland führen. Die F821, auf der ich unterwegs bin, wird eher selten genutzt. Über Stunden begegne ich keinem Fahrzeug. Wer mit einem großen Wohnmobil unterwegs ist, selbst mit Allrad und guten Offroad-Eigenschaften, dem kann ich diese Strecke nicht empfehlen. Um ins Hochland zu kommen, gibt es Routen, die einfacher zu fahren sind. Immer weiter geht es nach oben und dann bin ich angekommen. Laut dem isländischen Konversationslexikon gilt all das als Hochland, was höher liegt als 200 Meter über dem Meeresspiegel. Nach dieser Definition sind unglaubliche 75% der Landfläche dieser Insel Hochland. Neil Armstrong behauptet, er sei 1969 auf dem Mond gelandet. Mit Hilfe der Landefähre Eagle. Ich behaupte, dass ich im Jahr 2025 auf dem Mars gelandet bin. Mit dem Raumschiff Ineos Grenadier. Mit diesen Bildern wird auch abschließend belegt, dass es auf dem Mars flüssiges Wasser gibt. Aber im Ernst, das Hochland ist ein riesiges, wüstenähnliches Gebiet in der Mitte von Island.
Hier gibt es Vulkane, Lavafelder, Süßwasserseen. Manche empfinden diese Landschaft als abstoßend. Für mich, auf der Suche nach dem Ende der Welt, ist es eher so, als wäre ich endlich nach Hause gekommen. Aber urteilt selbst. Ich könnte jetzt hier noch stundenlang weiterfahren. Hier kommen Vulkane, hier kommen Gletscher. Aber ich kehre um, es ist 18 Uhr und es wird auch davor gewarnt, alleine durchs Hochland zu fahren. Man kann eine Autopanne haben oder es gibt hier einen der gefürchteten Wetterumschwünge. Mir geht es aber vor allen Dingen darum, möglichst noch im Hellen zu meinem Campingplatz zurückzukommen. Vier Wochen lang war dieser Platz meine Heimat, die ich nur ungern verlasse. Höganäs mit seinen knapp 100 Einwohnern ist der Traum eines jeden Campers. Weit ab von Aufregung stand ich hier überwiegend allein. Direkt am Strand mit Blick auf den riesigen Eyjafjörður. Ein tiefes Wasser, direkt vom Campingplatz aus konnte man die Wale beobachten. Einziges Manko: zum Nachtanken von Frischwasser musste ich an die Kaimauer im Hafen. Aber wie so vieles in Island war auch das ein unkomplizierter Vorgang. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, ich gehe selbst bei hohen Temperaturen nur ungern ins Wasser. Deshalb möchte ich euch die nachfolgenden zeithistorischen Aufnahmen nicht vorenthalten. Die Schlagzeile lautet: Ein mutiger Mann auf dem Weg in die Grönlandsee. Bitte bedenkt, wir sind hier knapp unterhalb des Polarkreises. Die Lufttemperatur lag bei etwa 15 Grad Celsius, die Wassertemperatur weit darunter. Es ist bitterlich kalt, aber es ist sehr erfrischend. Sehr, sehr erfrischend. Mit viel Wehmut verabschiede ich mich jetzt vom Eyjafjörður und von Höganäs. Den Ort und den Fjord vermisse ich schon jetzt. Das Reisen hat auch eine tragische Komponente. Kaum hat man sich eingelebt, schon geht es weiter. Time goes by. It's just a measurement refined to help us decide what mattered most inside. But you are different. You're always in my head. I thought time grows distant.
get closer as time goes and starts again. Seit inzwischen 4 Monaten bin ich in Island unterwegs. Die Strecke, die ich heute fahre, ist meine längste Tagestour. Zur Orientierung hier wieder eine Karte. Ich starte in Höganäs. Mein Ziel sind die Westfjorde, eine Strecke von 370 Kilometern. Vorbei an Orten, an denen ich gerne Halt gemacht hätte, aber der Sommer hier ist zu kurz, um alles zu sehen. Mein Kalkül: schneller vorankommen, um dann mehr Zeit in den Westfjorden zu haben. Es könnte sich lohnen, denn die ersten Eindrücke von den Fjorden sind vielversprechend. I thought time would grow us distant, but you get closer as time goes and starts again. Mein neuer Campingplatz für die nächsten 10 Tage ist in Hólmavík. Wieder einsam mit Blick aufs Wasser. Hier hoffe ich auf zauberhafte Erlebnisse. Ich habe die Harry Potter Bücher weder gelesen noch die Filme gesehen. Zauberei, Magie, übernatürliche Kräfte. Das war aus meiner bisherigen Sicht Nonsens. Aber wir sind jetzt in Island. Wo, wenn nicht hier, haben die mythischen Wesen des Nordens ihre Heimat. Odin und Thor an der Spitze, gefolgt von Riesen, Trollen, Elfen, nicht zu vergessen das Hyltefolk. Lavafelder, die bis weit hinter den Horizont reichen, brodelnde Vulkane, dunkle Gewässer. Wer nicht gefunden werden möchte, kann sich hier für die Ewigkeit verbergen. Magie und Hexerei waren für das isländische Volk über Jahrhunderte eine Tür, die die Menschen nicht nur in den langen, dunklen Wintern immer wieder geöffnet haben. Ich stelle mir also die Frage, ist Island ein Eldorado des Paranormalen, die Heimat von Zauberei und Hexen, gar ein Domizil des Teufels? Hólmavík, eine kleine Ortschaft in den Westfjorden. Der Campingplatz im Ort ist momentan meine Heimat auf Zeit. Hier leben knapp 400 Menschen. Es gibt Geschäfte, eine Tankstelle, ein Hallenbad. Die Hauptattraktion jedoch findet man in diesen Gebäuden am Hafen. Das Museum für isländische Zauberei und Hexerei. Hier hoffe ich auf Antworten auf meine Fragen. Das im Jahr 2000 eröffnete Museum ist ein regionales Gemeinschaftsprojekt. Fast alles, was man hier sieht, ist das Werk von Einheimischen, die dafür viele Stunden ihrer Freizeit investiert haben. Im weltlichen Bereich gibt es einen kleinen Shop mit Zauberaccessoires sowie ein Restaurant, das gute Suppen serviert. Dann begegnet man der dunklen Seite der Macht. Untote brechen durch den Boden. Gezeigt wird ein sogenannter Blutbecher, der in der altnordischen Religion für Opferzeremonien verwendet wurde. Zu sehen sind Runen wie der Helm der Ehrfurcht, angeblich eines der mächtigsten magischen Zeichen.
Man erfährt, wie man mit Zauberei unsichtbar wird oder märchenhaft reich. Der Bürstenwurm kann dabei helfen. Einige besonders schräge Artefakte, wie beispielsweise die Leichenhose, zeige ich ganz bewusst nicht. YouTube würde das Video vermutlich sperren. Einerseits erfährt man im Museum, wie gezaubert wurde. Der andere Bereich der Ausstellung behandelt dann die Geschichte der Hexenverfolgung im Island des 17. Jahrhunderts. Wobei die Hexerei auf der Insel vor allem Männersache war. Und sie war verboten. Sie galt als Kapitalverbrechen. Mindestens 21 Menschen kamen auf den Scheiterhaufen, darunter erstaunlicherweise nur eine Frau. Für den letzten Isländer, der zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt wurde, gibt es ein Denkmal. Es zeigt Clemens Bjarnason. 1690 verurteilt, hatte er Glück im Unglück. Der Richterspruch wurde später in lebenslange Verbannung umgewandelt. Was in keinem isländischen Museum fehlen darf, sind Ahnentafeln. Hier sind sie mit Infos zu Verhandlungen vor Gericht zum Thema Zauberei und Hexerei angereichert. In Island ist Ahnenforschung übrigens Volkssport. Bis in die Wikingerzeit weiß hier jeder, wer mit wem verwandt ist. Zauberbücher, magische Sprüche, Ahnenforschung. Das Museum ist ein Ort zum Gruseln, aber auch der wissenschaftlichen Arbeit. Hier á Galdrasýningarstöndum bjóðum wir þér. In unserem Museum können Sie einen Teil der isländischen Geschichte auf interessante Art und Weise entdecken. Wir arbeiten mit Künstlern und wissenschaftlichen Organisationen zusammen und wollen zum Nachdenken anregen über die vielen Vorurteile und Ungerechtigkeiten in den letzten Jahrhunderten der Menschheitsgeschichte. Og óréttlæti í gegnum söguna. Das Museum hat auch eine Außenstelle, das Hexerhaus, versteckt in der weiten Landschaft. Aus gutem Grund. Im Umfeld der Dependance ist mit übernatürlichen Schwingungen, gar Telekinese, zu rechnen. Noch bevor man eintritt, hört man das Element Wasser sprechen. Ich bin kein Experte, aber es klingt nach Unheil. Im Inneren dann Kulturgeschichte. Man sieht, wie beengt die einfachen Menschen früher in Island wohnten. Gezeigt werden Gerätschaften und Werkzeuge. Das Gebäude ist ein Torfhaus, ein damals hier üblicher Baustil. Holz war Mangelware, daher errichtete man die Wände aus gestochener Grasnarbe oder Torf. Ein Schnarcher stört die Ruhe, das Feuer prasselt. Man hört Geschichten über Geister und Elfen. Selbst am Tag überzeugt das Hexerhaus mit Grusel. Særður, marður, síbarður, sökkvi, hinn dökkvi og rökkvi. In meinem Film folgt jetzt ein Zauberspruch. Wie sollte man sich auch anders von diesem Thema verabschieden? Ich werde nicht übersetzen und gebe keinerlei Gewähr. Wer Angst hat, verhext zu werden, bitte Ohren zuhalten. Minni ræðu flýðu frá, fjandi ótta bundin. Þinni mæðu endir á, aldrei verði fundin. Meine ersten Gletscher habe ich bei einer Reise durch Patagonien gesehen und war sofort fasziniert.
Gewaltige Eismassen, die durch die Landschaft wandern, sind ja auch irgendwie seltsam und interessant, oder? Den größten europäischen Gletscher außerhalb des Polargebietes gibt es hier auf Island. Er liegt im Südosten der Insel, komplett in einem Nationalpark, was natürlich wieder bedeutet, es gibt viele Regeln, viele Besucher und man darf dort keine Drohne fliegen. Aber auch die Westfjorde haben einen Gletscher. Er liegt weit ab, er ist schwer zu erreichen, was natürlich großartig ist. Und dorthin fahren und wandern wir heute. Es geht zum Drangajökull, was übersetzt Felsengletscher heißt. In Island ist er der nördlichste der Eisriesen. Der Gletscher liegt auf Hornstrandir. Das ist die nördlichste Halbinsel der Westfjorde und letztendlich auch von ganz Island. Von Holmavík aus fahre ich erst auf Asphalt durch das Hochland, später dann auf Schotter parallel zur Küste. In dieser Gegend wohnten einstmals für isländische Verhältnisse viele Menschen. Der Grund war der sogenannte Heringsboom, ein wirtschaftlicher Aufschwung, beginnend um 1870, vergleichbar mit dem Goldrausch am Klondike. Doch auch in Island fraß der Erfolg irgendwann seine eigenen Kinder. Nach knapp 100 Jahren war durch Überfischung die Zeit des großen Geldverdienens vorbei. Heute ist die Region fast unbewohnt. Man sieht den Drangajökull schon von weitem. Er liegt auf knapp 1000 Metern Höhe, ist fast 200 Quadratkilometer groß. Und doch ist der Eisriese heute nur noch ein Schatten seiner selbst. In jungen Jahren war der Gletscher ein Berserker, der mit ungeheurer Kraft dieses riesige Tal in den isländischen Felsen geschnitten hat. Die erste Überraschung an diesem Tag: ich bin vor Ort völlig allein und bleibe es auch bis in den späten Abend. Überraschung Nummer 2: was so nah scheint, liegt ferner als gedacht. Man läuft und kommt dem Gletscher nur sehr langsam näher. Einen echten Weg gibt es nicht, doch es reicht, dem Wasser zu folgen. Milchig braun strömt es aus dem Gletscher, gefärbt vom Abrieb. Von den Steilwänden rechts und links kommt es klar und trinkbar. Viele Bilder für die Islandfilme entstehen unter beschwerlichen Bedingungen, aber dieser Tag bleibt mir in besonderer Erinnerung. Es stürmt enorm, das Licht wechselt, die Luft ist voller Tröpfchen. Kein Regen, eher ein Sprühnebel. Er stammt von den Wasserfällen, verteilt vom Wind. Und trotzdem, diese Wanderung ist großartig. Um hier etwas sagen zu können, muss ich mich tatsächlich hinter diesen Steinen verstecken. Im Fjord herrscht Sturm. Ob ich hier die Drohne fliegen lassen kann, wage ich zu bezweifeln. Ich probiere es nachher mal. Vielleicht klappt es ja. Zu den Gletschern hier in Island gibt es einen interessanten Fakt. Unter fast allen Eispanzern gibt es Vulkane und einige von ihnen sind auch noch aktiv. Wenn es ein solcher Vulkan ausbricht, schmilzt innerhalb von ganz kurzer Zeit eine riesige Menge Eis. Es bildet sich eine Art Wasserblase und es kann zu einem sogenannten Gletscherlauf kommen. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine gewaltige Flutwelle, die explosionsartig aus einem solchen Gletscher herausbricht und dabei alles mit sich reißt. Solche Naturereignisse gibt es hier in Island regelmäßig. Bei diesem Gletscher hinter mir besteht dieses Risiko nicht. Man weiß zwar, dass darunter ein großer Vulkan liegt, dieser Vulkan ist aber Gott sei Dank inaktiv.
Ein Gletscher nur für mich. Ich riskiere den Aufstieg der Drohne. Nach der sogenannten Beaufort Scale herrscht eine Windstärke von 7 bis 8. Für euch als Zuschauer unsichtbar, denn es fehlt an Vegetation, die sich bewegen könnte. Man sieht es vielleicht noch an der Gischt, die der Sturm aus der Strömung reißt. Meine Drohne ist bis Windstärke 6 zugelassen. Große Höhen und Entfernungen, elegante Bewegungen sind an diesem stürmischen Flugtag nicht möglich. Aber auf die nachfolgenden Bilder wollte ich keinesfalls verzichten. Auf dem Campingplatz in Holmerwiek stand ich 14 Tage. Jetzt geht es weiter, leider bei Regen. Daher gibt es auch keine Bilder von der Autofahrt, dafür aber diese Karte. Im Prinzip fahre ich auf den Westfjorden, nur eine Ortschaft weiter. Von Holmerwiek nach Sudervik. Eine scheinbar kurze Strecke, praktisch sind es immerhin 200 Kilometer bis zum Sudervik Camping Ground. Der Platz liegt mitten im Ort und ist in einem sehr gepflegten Zustand. Wie so oft stehe ich ziemlich einsam. Mit Blick auf den Fjord und den Hafen. Sudervik ist ein neuer Ort, aber ich habe hier natürlich das alte Islandwetter. Ihr habt euch sicher schon mal eine Klimatabelle zur Insel angeschaut und wisst, spätestens ab September nimmt die Zahl der Sonnenstunden ab, es wird regnerischer und die Temperaturen gehen herunter. Und genauso kann ich das auch bestätigen. In meinem Film scheint relativ häufig die Sonne, aber lasst euch davon nicht täuschen. Die Sonne ist und bleibt hier auf Island die Ausnahme. Wir haben es jetzt Mitte September und es fühlt sich an wie ein später Herbst in Mitteleuropa. Ich werde das regnerische Wetter aber nutzen für einen neuen Film aus meiner Rubrik Campingwelt. Trara! Wie ihr seht, habe ich meinen Anhänger zu einer Art TV-Studio ausgebaut. Aber das, was jetzt folgt, ist eher für Camping-Anfänger geeignet. Den Experten empfehle ich, springt einfach ein Kapitel weiter. Worum soll es jetzt gehen? Um ein sehr menschliches Thema. Es geht jetzt um die Campingtoilette. Ich bin auf meine Reise als Camping-Neuling gestartet, hatte dazu viele Fragen, habe aber kaum neutrale und umfassende Antworten bekommen. Deswegen habe ich das Thema
Campingtoilette mal recherchiert und fasse es euch nachfolgend zusammen. Sollte irgendwer gerade beim Essen sitzen, keine Angst. Ich rede darüber neutral, sachlich und es wird auch keinerlei unästhetische Bilder geben. Zuerst einmal die Frage, welche Campingtoiletten gibt es eigentlich? Beispielsweise sogenannte Verbrennungstoiletten. Da wird das, was aus uns herauskommt, bei hohen Temperaturen mit Hilfe von Gas oder Strom verbrannt. Dann gibt es Beuteltoiletten. Da wird alles in Folie eingeschweißt, muss aber anschließend im Müll entsorgt werden. Beide Systeme sind technisch anspruchsvoll, was natürlich Probleme machen kann. Dann gibt es noch diverse Sonderlösungen, auf die ich hier nicht weiter eingehen möchte. Die beim Campen wahrscheinlich gebräuchlichsten Toiletten sind die Trenntoilette und die Chemietoilette. Bei der Chemietoilette wird alles in einem Behälter gesammelt. Dort hinein kommt ein chemischer Zusatz, der es zersetzt und vom Geruch her neutralisiert. Der Nachteil ist, diese Behälter müssen relativ häufig geleert werden und ihr seid nicht autark, denn ihr braucht immer eine Entsorgungsstation. Die in meinem Anhänger verbaute Toilette ist eine Trenntoilette, Spezialfall Trennkomposttoilette. Und vor diesem Prinzip bin ich nach 5 Monaten Reise so überzeugt, dass ich es euch jetzt einmal im Detail vorstellen möchte. So sieht sie aus, meine Trenntoilette. Und keine Angst, sie ist leer, gereinigt und sauber. Das Grundprinzip: flüssige und feste Stoffe werden voneinander getrennt und in separate Behälter geleitet. Das ist kein Hexenwerk und gelingt ohne Übung. Meine Toilette hat zusätzlich ein elektrisches Rührwerk. Dazu später mehr. Eine Trennkomposttoilette hat also keine Wasserspülung. Die wäre auch kontraproduktiv, denn um Gerüche zu reduzieren, sollte das, was in der Toilette ist, nicht mit Wasser in Verbindung kommen. Die Trenntoilette hat also 2 Behälter. Den Tank für das Flüssige muss ich nicht weiter erklären. Er reicht bei einer Einzelperson etwa 5 Tage. Den Inhalt könnt ihr an vielen Orten entsorgen. Zum Beispiel in einer Toilette auf dem Campingplatz oder dort in der Entsorgungsstation. Ihr könnt den Inhalt aber auch in die Natur kippen oder in die Kanalisation, denn das Ganze ist bio. Es ist frei von Chemie und es ist natürlich völlig ungiftig. Etwas aufwendiger ist der Umgang mit dem, was in den Eimer kommt. Das Grundprinzip ist das der Trocknung und Kompostierung. Dafür nutzt man beispielsweise Kokosfasern, die man in gepressten Blöcken kaufen kann. Bevor sie in die Trenntoilette kommen, werden die Fasern mit möglichst wenig Wasser und viel Zeit zum Aufquellen zu einem Substrat aufbereitet. Ich nutze dafür Plastiktüten, in denen die Kokosfasern über Nacht quellen können. Der Trick dabei ist, nicht einen ganzen Liter Wasser pro Block zu verwenden, wie vom Hersteller empfohlen. Es reicht ein halber Liter. Gut ist auch, wenn das Wasser möglichst heiß ist. Es kann sogar kochen. Und wenn ihr das Ganze 24 Stunden einwirken lasst. Ihr braucht für eine Trennkomposttoilette also immer diese Kokosfaserblöcke. Es funktionieren wohl auch Sägespäne, Rindenmulch, Katzenstreu, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Dummerweise sind Kompost-Trenntoiletten aber hier in Island nahezu unbekannt. Ich habe nur Isländer getroffen, die, wenn sie hier campen, Chemietoiletten verwenden und auch nur dafür gibt es in den Baumärkten Zusätze. Nun bin ich aber seit 5 Monaten unterwegs und irgendwann gingen mir die Kokosfasern aus. Nach langer Recherche und mit viel Glück fand ich Ersatz in dieser Zoohandlung.
Dort gab es Kokosfasern für Lurche. Und zur großen Verwunderung der Mitarbeiterin habe ich den kompletten Vorrat aufgekauft. Mit Wasser aufbereitet, kommt das Substrat dann in den grauen Eimer. Rührwerke per Hand oder elektrisch sorgen für die Durchmischung. Das verhindert Gerüche, fördert aber vor allem die Kompostierung. Manche Trenntoiletten haben zusätzlich auch noch ein Entlüftungssystem. Das beschleunigt die Trocknung. Ein Tipp noch: werft kein Klopapier in die Trenntoilette. Meine Empfehlung ist es, dafür einen kleinen Kosmetikeimer zu nutzen. Ich komme aus Berlin und bin das, was man in der Hauptstadt als Etepetete bezeichnet. Ich bin also etwas überempfindlich. Umso erstaunlicher ist, dass ich meine Trennkomposttoilette total fantastisch finde. Den Inhalt des Eimers entsorge ich alle 5 bis 7 Tage und das, was man entsorgt, sieht aus wie feuchte Erde. Es erinnert in keiner Weise mehr an das, was es mal war. Es ist im Prinzip geruchlos, es ist bio und man kann es überall entsorgen. Auf dem Kompost, im Hausmüll oder man vergräbt es einfach. Mit anderen Worten, mit einer solchen Toilette ist man als Camper autark. Und darum geht es ja. Beziehungsweise für mich, um meinen Plan, um die Welt zu fahren, ist das von großer Bedeutung. So, das war ein sensibles, aber wie ich finde, für das Campen wichtiges Thema. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen schlauer geworden und meine Botschaft lautet auch hier: Wir können alles lernen und wir müssen vor nichts Angst haben. Vielleicht erinnert ihr euch, in meinem letzten Film gab es Bilder vom Whale-Watching. Das möchte ich heute wiederholen, aber nicht von einem Schiff aus, sondern mit Hilfe meiner Drohne. Hier in den Westfjorden gibt es riesige Buchten und die sind dafür angeblich bestens geeignet. Mein Plan ist es, von Sudervik aus die Küste entlang zu fahren und dabei das Meer zu beobachten. Also eine Art Whale-Watching mit dem Auto, wobei ein Wal leider dazu neigt, zu tauchen. Es braucht also Glück und ich werde den Wal nur sehen, wenn er an die Oberfläche kommt, um zu atmen. Dabei entsteht eine Fontäne aus warmer, feuchter Luft, die kondensiert und als Nebelstrahl, auch blass genannt, weithin sichtbar ist. Die beste Zeit für Walbeobachtungen in Island ist von April bis September. Man kann dann über 20 Wal- und Delfinarten sehen. Buckelwale, Pottwale, Zwergwale, gelegentlich auch Orcas oder Blauwale. Doch auch nach 70 Kilometern Fahrt bleibe ich erfolglos. Ich habe keinen Wal gesehen und parke erst einmal irgendwo im Nirgendwo. Dieser Fjord erscheint mir tief und nährstoffreich, wobei ich weder von Fjorden noch von Walen ernsthaft Ahnung habe. Aber egal wie das Whale-Watching ausgeht, allein die Landschaft ist den Ausflug wert.
Wale sind zwar große Tiere, aber wie soll man sie nur auf dieser gewaltigen Wasserfläche finden? Und dann sehe ich die erste Fontäne. Wenn ihr genau hinschaut, sie ist zentral im oberen Drittel des Bildes. Leider sehr weit entfernt. Sollte der Eindruck entstehen, die Tiere würden vor der Drohne flüchten, folgender Hinweis. Ich drehe mit langer Brennweite, bleibe also bei diesen und allen folgenden Bildern auf Abstand. Das Tier kann die Drohne weder sehen noch hören, sie ist ihm völlig egal. Wale sind soziale Tiere. Sie leben in festen Gruppen, kommunizieren untereinander und wie ich immer wieder beobachte, tauchen sie gleichzeitig wie auf Kommando. Es ist zum Verrücktwerden. Immer wieder komme ich zu spät und sehe nur noch den Buckel beim Abtauchen. Das erinnert ein wenig an die U-Boot-Jagd im Zweiten Weltkrieg. Ein Wal kann je nach Art bis zu 4 Stunden lang unter Wasser bleiben. Der Buckelwal taucht üblicherweise nur 3 bis 9 Minuten. Nach vielen Fehlversuchen werde ich dann zum Walflüsterer und verstehe das Verhalten dieser Tiere immer besser. Sobald eine Gruppe abtaucht, starte ich und spekuliere über den Ort des Auftauchens. Mit Erfolg, wie ihr an den nachfolgenden Bildern sehen könnt. Ja, das sind schon faszinierende Tiere. Ich war am Ende selber erstaunt, dass es mir gelungen ist, die Wale so dicht und so lange zu drehen. Muss aber auch dazu sagen, dass ich 5 Drohnenakkus leer geflogen bin. Es hat also mehrere Stunden gebraucht, um diese Bilder aufzunehmen. Die Tiere sind logischerweise in ständiger Bewegung. Man müsste das Glück haben und einen schlafenden Wal erwischen. Ich habe bei meiner Reise hier durch Island einen jungen Mann kennengelernt. Fridtjof heißt der, kommt aus der Nähe von Hamburg und dem ist genau das gelungen. Freundlicherweise hat mir Fridtjof seine Drohnenbilder zur Verfügung gestellt. Der Wal ist bekanntermaßen kein Fisch, sondern ein Säugetier, das mit einer Lunge atmet, so wie wir Menschen. Doch anders als der Mensch hat der Wal keinen automatischen Atemreflex. Er muss bewusst atmen, auch wenn er schläft.
Daher bleibt während des Schlafs eine Gehirnhälfte wach, um das Tier daran zu erinnern, regelmäßig Luft zu holen. Wale träumen übrigens, wovon ist noch nicht erforscht. Nach 30 Minuten ist die Schlafphase dann vorbei. Über diese Riesen der Meere kursieren die interessantesten Geschichten. So sollen Buckelwale andere Meerestiere oder sogar Menschen vor den Angriffen von Haien und Schwertwalen beschützt haben. Wale sind und bleiben faszinierende Tiere. Sie zu beobachten ist ein Erlebnis, das man niemals vergisst. Auf der Rückfahrt nach Sudavik entdecke ich dann dieses Schild am Straßenrand. An den Küsten der isländischen Westfjorde tummeln sich die verschiedensten Tierarten. Ich bin gespannt, welche es hier sind. Dem Schild nach zu urteilen sind die Tiere, die man hier sehen kann, kleiner als Walfische. Vielleicht sind sie auch ein bisschen gemütlicher und lassen sich etwas besser drehen. Ein großer Parkplatz, behindertengerecht und mit Elektrotankstelle. Der Erwartungsdruck ist also gewaltig. Doch nach den Walen ist es fast schon enttäuschend, nur Robben zu sehen. Auf Island leben vor allem Seehunde und Kegelrobben. Andere Arten sieht man nur noch gelegentlich. Auch das gewaltige Walross ist auf Island leider nicht mehr heimisch und wird nur noch selten gesichtet. Dafür erweisen sich die Robben als ideale Motive. Faul und entspannt oder auch verspielt lassen sie sich wunderbar fotografieren. Das war mein 5. Film aus Island. Es wird in jedem Fall eine Fortsetzung geben, aber ich habe keinen Plan, wann es die gibt und wo ich dann stehen werde. Die Filmreihe heißt ja in 5 Monaten mit dem Campinganhänger um Island. 4 Monate sind herum, aber ich habe von dieser Umrundung gerade mal 1/3 geschafft. Derzeit stehe ich in den Westfjorden, das ist der nordwestlichste Punkt von Island. Der Winter naht und ich habe für die Fähre nach Kontinentaleuropa noch nicht einmal ein Ticket. Also entweder fahre ich den Rest in einem Rutsch oder ich lasse mich einschneien und einbürgern oder bin der erste Mensch nach den Wikingern, der versucht, im Hochland zu überwintern. Ich weiß es nicht. Daher bleibt neugierig und lasst euch von dem überraschen, was kommt. Ich sage jetzt viele liebe Grüße aus Island und tschüss. Haha! Ich bin mal froh, wenn ich diese letzte Abmoderation geschafft habe und versuche dann immer fröhlich zu sein und verzückt zu lachen. Wirkt aber vielleicht komisch, ich weiß es nicht. Adios.